queridos seguidores de Uruguay. Por desgracia, esto no va a ser un video para ustedes hoy. Va a ser especialmente para los alemanes que quieren ir por acá o que ya viven acá, porque vamos a hablar sobre la tarjeta Mi Dinero. Y claro que obviamente todos ustedes ya lo conocen, la tarjeta, y ya saben por cuál cosa sirve. Entonces, por favor, perdonen a nosotros. Igual, obviamente que lo pueden mirar, pero no va a ser tan interesante para todos ustedes hoy. Hallo, Hallo! ihr lieben Deutschen! Heute mal wieder ein deutsches Video nach langer, langer Zeit. Gibt es heute explizit und exklusiv für euch mal wieder ein Video. Ja, worüber wollen wir mit euch sprechen oder was haben wir heute als Thema? Wir wollen euch gerne eine Karte vorstellen, mit der ihr hier in Uruguay ganz einfach Geld transferieren und auch empfangen könnt. Ja, ist mega geil. Die Karte ist Mi Dinero. Wir waren am Anfang noch nicht so super informiert. Wir sind immer wegen jedem Müll, den wir bezahlen mussten, zu Abitab gelaufen. Kennt bestimmt auch schon einer von euch, das ist eine Bezahlstelle, wo man hier einfach sehr, sehr viel bezahlen kann. Und das war natürlich ein bisschen aufwendig. Und Gott sei Dank haben wir diese Lösung gefunden. Ähnelt einem Bankkonto, nur dass es viel, viel einfacher ist. Und ja, wir wollen euch das einfach heute zeigen und ein bisschen erklären. Denn jeder, der schon in Uruguay wohnt und die Karte noch nicht kennt, oder jeder, der hat eventuell vor, nach Uruguay zu ziehen, für den ist es einfach eine super geile Lösung und deswegen solltet ihr euch das unbedingt anschauen. Genau, und was ich vielleicht noch kurz dazu sagen will, das ist in keiner Art und Weise irgendwie eine Werbung oder irgendwie so, sondern wir haben uns einfach entschieden, euch das mal zu zeigen, für den Fall, dass ihr es noch nicht kennt. Also ist komplett auf unseren Mist gewachsen. Jetzt würde ich euch gern ganz kurz was dazu erklären, wofür könnt ihr die Karte eigentlich nutzen. Cynthia hat sich die Karte letzte Woche erst geholt und da haben wir so einen praktischen Zettel mitgekriegt, wo halt einfach mal ein paar Beispiele stehen, was man so mit der Karte machen kann. Und darüber sprechen wir jetzt einfach ganz kurz. Starten wir mit Compra, also kaufen. Du kannst die Karte ganz normal nutzen. Zum Bezahlen im Supermarkt zum Beispiel. Allerdings ist ganz wichtig, ist es eine Prepaid, also Debitkarte. Du musst Geld auf der Karte haben, um auch bezahlen zu können. So, machen wir weiter mit Recarga, also aufladen. Die Karte, die Mi Dinero-Karte kannst du super einfach im Red Pagos einfach aufladen. Es ist nämlich eine Karte, die auch von Red Pagos kommt. Genau, und was man aber auch super aufladen kann, zum Beispiel mit der App dann von Mi Dinero, zum Beispiel dein Handy wieder aufladen, wenn du ein Prepaid-Handy hast. Machen wir weiter mit Cobra. Du kannst zum Beispiel auch Gehälter empfangen, wenn ich das richtig verstehe. Allerdings habe ich dafür jetzt die Karte noch nicht genutzt. Machen wir weiter mit Pagar und ich glaube, das ist somit das Relevanteste. Zum Beispiel Ute, Ose, also so sämtliche Services. Du kannst das alles mit der Mi Dinero-Karte bezahlen und musst dafür eben nicht extra in den Laden gehen. Ultra praktisch. Ja, Retira Efectivo, sprich Bargeld abheben, kannst du auch, solange du natürlich Geld auf der Karte hast, kannst du das entsprechend auch abheben. Ist natürlich ein Anwendungsfall, wenn dir zum Beispiel jemand Geld schickt und du willst es dann eben in Bargeld haben. Und zu guter Letzt Transferier. Wie gesagt, man kann sich gegenseitig Geld schicken, auf Mi Dinero-Karten zum Beispiel, aber sogar auch auf andere Bankkonten. Also super praktisch, auf jeden Fall die Karte und wir zeigen euch auch nachher gleich nochmal ein Beispiel. So, was kann man nicht mit der Mi Dinero-Karte? Es ist ganz einfach. Eigentlich ist es einfach eine regionale Karte, also einfach nur in Uruguay anwendbar. Das heißt, würdet ihr jetzt zum Beispiel euer Gehalt aus dem Ausland beziehen, kann euch das nicht vom Ausland auf die Mi Dinero-Karte überwiesen werden. Es funktioniert auch nicht, Dinge im Ausland damit zu bezahlen. Das bedeutet einfach, fürs Ausland nicht verwendbar, weder im Empfang noch vom Transferieren von Geld, aber innerhalb von Uruguay einwandfrei. Wir starten jetzt mal, wir zeigen euch jetzt
wie ihr die Apps installiert oder was ihr für Apps braucht und dann im Anschluss werden wir auch gleich mal was bezahlen. So, also wir suchen die Midinero App. So, wir haben jetzt die Midinero App installiert und jetzt müssen wir uns erstmal registrieren. Das heißt, wir geben jetzt hier Uruguay an und geben hier unsere Cedula an und das Geburtsdatum und dann machen wir auf Weiter. So, nachdem wir jetzt die Daten angegeben haben, landen wir hier auf der Seite und wir müssen jetzt hier von der Midinero-Karte die ersten 6 Ziffern und die letzten 4 Zahlen angeben. Wir mussten auch noch das Ablaufdatum angeben, was auf der Karte steht, also Vencimiento. Und jetzt sind wir dabei, dass wir persönliche Daten, also E-Mail, angeben müssen. Nachdem wir die E-Mail-Adresse angegeben haben, wurde eine E-Mail an das Postfach geschickt und wir mussten daraus bestätigen. Und jetzt haben wir hier eine grüne Bestätigungsmail. Also es ist quasi mit Erfolg ausgeführt worden. Sprich, jetzt können wir zum nächsten Step gehen und das Passwort erstellen. So, nachdem wir jetzt ein Passwort vergeben haben, da ist wichtig, dass man auf ein paar Kriterien achtet. Und dann können wir hier finalisieren, also abschließen. So, jetzt sind wir fertig und können die Midinero App nutzen und können hier auf Entrar gehen. Und wir brauchen die Miret Pagos. Sobald ihr euch die Midinero App runtergeladen habt und den Prozess durchlaufen seid, macht ihr euch die Miret Pagos App auf und habt hier diesen Startbildschirm und könnt jetzt hier auf Iniciar Sesión con Midinero gehen. So. Hier müsst ihr euch jetzt quasi wieder mit euren Daten einloggen, die ihr vorher festgelegt habt. So, jetzt möchte ich euch einen kleinen Überblick verschaffen, welche App nutze ich für was. Die Midinero App ist eigentlich dafür da, um euren Kontostand zu überwachen, sowohl als auch die Ein- und Ausgänge von eurem Konto zu sehen. Das heißt, ihr habt da einfach eine Liste wie in einem normalen Bankkonto auch, wo ihr das alles überwachen könnt. Und ihr könnt auch von der Midinero App auf Bankkonten überweisen. Es ist allerdings wichtig zu sagen, dass um diese Funktionen der Überweisung von der Midinero App nutzen zu können, müsst ihr einmal in ein Red Pagos gehen und das Ganze dort freischalten lassen. Die App, mit der ihr also eigentlich am häufigsten arbeitet, ist tatsächlich sogar die Miret Pagos App und eure Midinero-Karte dient im Prinzip als Zahlungsmittel innerhalb der Miret Pagos App. In der Miret Pagos App seid ihr eigentlich immer dann, wenn ihr also eben irgendwelche Rechnungen zu bezahlen habt, die Miret Pagos auch eben direkt schon dauerhaft standardmäßig drin hat, wie eben Anteil, also Handy, OSE, also Wasser, Ute, Strom zum Beispiel, oder aber eben zum Beispiel euer Handy aufzuladen. Wir machen jetzt mal eine Beispielüberweisung. Cynthia muss ihre Anteilrechnung bezahlen und das machen wir jetzt gleich mal zusammen, dass ihr seht, wie das funktioniert. Es geht echt easy. Genau, also ich habe jetzt hier eben die Miret Pagos App offen und wir gehen jetzt hier auf Pagar Servicio und jetzt seht ihr hier das, was ich auch vorher schon erwähnt habe. Ute ist hier zum Beispiel drin, OSE ist drin, alle möglichen, auch Telepiache übrigens, also die Mautstelle. Ihr könnt wenn ihr eine Mautplakette habt, könnt ihr hier auch eure Maut zum Beispiel aufladen. So, wir machen jetzt aber Antel. Gehen jetzt über die Option Telefono und geben hier die Nummer an. So, wie geht's weiter? 4.11. 4.11. So, gut. Jetzt kommt hier automatisch unsere Numero de la Cuenta, also sprich die Accountnummer. Und jetzt kommt hier automatisch die Information, dass es eine offene Rechnung gibt, die am 27.06. fällig ist und insgesamt 567 Peso zu bezahlen. Da gehen wir jetzt einfach auf Weiter.
So, wir haben jetzt hier die Mi Dinero als Zahlungsmittel, klicken hier auf Pagar Ahora, also jetzt bezahlen und müssen das nochmal doppelt bestätigen. Dann lädt es in Weilchen oder kurz, je nach Verbindung. So, die Zahlung wird jetzt verarbeitet. Es kommt in Kürze eine E-Mail, wo auch nochmal drin steht, das wird verarbeitet und dann dürfte es auch in kürzester Zeit quasi ausgeführt werden. Da kommt dann nochmal eine zweite E-Mail. Und damit ist dann hoffentlich auch die andere Rechnung von Cynthia bezahlt, sodass sie weiter telefonieren oder im Internet surfen kann. So, und wie bekomme ich jetzt oder wie komme ich jetzt ran an diese coole Mi Dinero-Karte? Ist ganz einfach, ihr geht in ein Red Pagos, ihr braucht eure Cedula im Original und ihr müsst auch eine Kopie von dieser Cedula mitbringen. Dann geht ihr dort an den Schalter und äußert eben den Wunsch, dass ihr die Karte haben möchtet. Ihr gebt einmal die Dokumente, die Cedula und die Kopie ab und die bereiten euch dann quasi so einen kleinen Vertrag vor. Steht auch viel drin, ist aber alles nichts Wildes. Und das müsst ihr dann einmal unterschreiben. Das sind, glaube ich, 3 Papiere. Es geht ganz schnell. Direkt danach bekommt ihr auch schon die Karte ausgestellt. Was sehr, sehr wichtig ist, dass ihr gleich den PIN davon ändert. Das ist sehr entscheidend, um auch damit bezahlen zu können und sie auch gleich nutzen zu können, weil es gibt natürlich einmal einen Erstmal-PIN, den die Karte einfach am Anfang hat und der muss gleich geändert werden. Dafür geht ihr an einen Automaten, der in Red Pagos drin ist. Ihr gebt die Karte einmal ein in den Automaten und passt den PIN euren Wünschen nach an. Und am selben Automaten kann ich dann auch gleich auf meine neue Mi Dinero-Karte Geld aufladen. Wie das funktioniert, zeigen wir euch jetzt noch. So, jetzt nachdem ich alles an dem Automaten eingegeben habe, druckt der Automat mir einen Bon aus. Mit diesem Bon, den ich ausgedruckt bekomme, gehe ich einfach direkt wieder zurück an den Schalter zu der gleichen Person, die mir gerade die Karte ausgestellt hat oder wen auch immer, drücke den in die Hand und gebe ihm natürlich den entsprechenden Wert auch in Geld. Und somit ist dann das Ganze auf meine Mi Dinero-Karte aufgeladen. So, das war unser Video zu der Mi Dinero-Karte und wir finden es halt genau deswegen so cool, weil in Uruguay eben viele kein Bankkonto haben oder nicht jeder, so wie es in Deutschland Standard ist. Und deswegen ist das hier eigentlich echt eine coole Option als Alternative. Ja, und vor allem viel, viel einfacher, als sich ein Bankkonto zu eröffnen. Weniger Papierkram und ja, super praktisch. Also uns taugt es total, dass wir die Möglichkeit gefunden haben. Und wir sind happy damit. Es lohnt sich auf jeden Fall für jeden, der in Uruguay wohnt oder der nach Uruguay kommt, sich auch so eine Mi Dinero-Karte zu holen. Dann spart man sich den Weg zum Avitab oder Red Pagos und kann es einfach bequem von zu Hause bezahlen. So schaut's aus. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss! Ciao.